mit dem Glaubenslieder Nummer 30. Und Gnade und Recht will ich singen und danken dem Herrn, der so gut, ihm Ehre und Anbetung bringen für alles, was er an mir tut. O Ehre sei dir, Herr Jesu von mir, für all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neue. Ich preis ihn, denn er ließ sich finden, da er ja mein Elend gesehen. O Ehre sei dir, Herr Jesu von mir, für all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neue. Ich lobe den Herrn für die Bibel, die Schrift aus den himmlischen Höhen. Sie lehrt mich zu meiden das Übel und göttliche Wege zu gehen. O Ehre sei dir, Herr Jesu von mir, für all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neue. Wenn manchmal die Stürme auch toben und sich der Versucher mir naht, dann blick ich im Glauben nach oben und Gott gibt Hilfe und Rat. O Ehre sei dir, Herr Jesu von mir, für all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neue. Kurz du besehen, Nummer 31. Nummer 31. Ewig Vater, deine Güte zeigt uns täglich die Natur, wohin unsere Augen schauen, leuchtet deine Liebe Spur. Alle Welt bringt Ehre dir, alle Welt bringt Ehre dir. Deine Liebe rühmen wir, ewig Vater, für uns für. Und Meereswogen, deine Jungse Macht, und der Sonne goldenen Strahlen künden Himmels Sonnenpracht. Alle Welt bringt Ehre dir, alle Welt bringt Ehre dir.
durchgehen oder rühmen, wie es doch die Welt so schön. Alle Welt bringt Ehre dir, alle Welt bringt Ehre dir. Deine Liebe rühmen wir, ewig Vater für und für. Geh der Heim und geh der Ehre, preise deine Gütigkeit. Nur der Menschen sind versunken, ist zum Danken nicht bereit. Alle Welt bringt Ehre dir, alle Welt bringt Ehre dir. Deine Liebe rühmen wir, ewig Vater für und für. Gelobet sei der Herr, mein Hort, der meine Hände lässt streiten und meine Fäuste kriegen, meine Güte und meine Burg, mein Schutz und mein Retter, mein Schild, auf dem ich traue, der mein Volk unter mich zwingt. Herr, was ist der Mensch, dass du dich sein annimmst und das Menschenkind, dass du ihn so achtest? Psalm David, des Psalmes David hier so, sagt, gelobet, wo wegen, der Herr des Hort, der Herr, der ist der Burg, der ist alles, aber striden mit der Salz. Du wirst nicht fertig physische Fien, und bei uns sind nicht geistliche, aber striden mit der Salz. Und aber der Taufer sagt in der Hoffnung, dass der Herr du ist. Freue mich, hier von dir zu sein, und hier so willkommen heute in diesem Gottesdienst. Jeder einer, der hier gekommen ist. Ich schicke die Versammlung ein bisschen so Eva, wem wir hier alle haben von dir. So willkommen jeder einer, was hier normal ist. Willkommen auch hier so von Belize, der eben kommt. Sie sind hier angekommen und willkommen hier, weil jemand gut da ist. So sollen wir hier auch an der Kron von Manitoba, bekannt aus der Kron von die Hoffnung, so willkommen hier so. Wir sind hier von Buena Vista Jahres und von Oasis. Und ich weiß nicht, wo noch, wenn ich wo lange wie noch checken. Ich glaube, noch mehr sein. Und all die, was hier so dann so durchschnittlich kommen, so möchte es ein Tag von Serien sein, für jedem einen, für uns hier so von der. Wir wollen wieder übergehen zu der Sonderschule. Und meine Tags, meine Gedanken sind noch wahr bei Partnerwahl und bei uns Älteren. Ein paar Gedanken, was wir noch einmal wahr wollen. Diese Anleitung haben, und dort sind der Vers 144, Psalm 144, Vers 12, mit denselben Psalm, wo ich lesen da, du sagtest, dass unsere Söhne aufwachsen in ihrer Jugend wie die Pflanzen, unsere Töchter sein wie die ausgehauenen Erker, womit man Paläste ziert. Welche Gedanken zu so ein Vers steht. So, bevor wir übergehen dort, lassen wir noch abstimmen für ein Gebet. Es geht Gott uns vor dem Himmel, wie kommt zu dir in seiner Morgenstunde aus dir und danken dir. Wir können hier taub sein, so dass wir uns soll singen deuten. Herr, du hast die Natur, du hast alles, was dir danken, dass wir als Menschen sind, der wird alles zu fehlen da. Herr, help uns zu erkennen, wie du bist. Von mir in jeder Tag, was du bist, was du was sein für uns. Und Herr, wo du die bezeugen wirst, Herr, du bist derselbe Hort, du bist derselbe Burg, du bist derselbe Taufersack, je dort die wurden, nur dir an, und bei dir den Zuflucht finden. Du hast die Gnut geben, für den Jugendlehrerseminar in der Weihe, für die Sonderschulklassen hier, jeder Schüler, jeder Kind, jeder Lehrer, so auch hier im Gottesdienst, wieder mit das Wort von Bra Eb, wo du dort sehen. Herr, schenk Gnut auch für so ein Tag ist das, wo wir den Tag vielen Dank. Amen. Soll ihr Platz nehmen?
mit dem Glaubenslieder Nummer 114. Preis dir, du ewiger, siegreicher, mächtiger, Herrscher und Gott, Vater in Ewigkeit, prächtig in Heiligkeit, Licht ist dein strahlend Kleid, Helfer in Not. Preis dir, du starker Sohn, dein ist das Vaters Thron, dein die Gewalt, König und Friede, fürs Liebreich dein Volk, du fürs Siegreich, du kommen wirst, Herr, komme bald. Preis mächtiger Tröster dir, sehnend dein haben wir, dein Volk dich preist, Tröst uns zur Jüngerschaft, nichts, wenn der Mut erschlafft, tauf uns mit Feuerskraft, Heiliger Geist. Preis dir auf einem Thron, Vater und Geist und Sohn, dein sei die Ehre, waltend den Schöpfer Pracht, rettet durch Liebesmacht, hältst du für uns die Wacht, Gott unser Herr. Dass unsere Söhne aufwachsen ihrer Jugend wie die Pflanzen und unsere Töchter seien wie die ausgehauenen Erker, womit man Paläste ziert. Also du hast ein Ziel mit unser junges Jahres, das soll wir hinkommen, wie die Pflanzen und die Planten, die haben ein Ziel, das Frucht bringt. Und die da drin, so das Erker, sagt unser Oliver Satan, das sind Säulen, die dicke Puls, wat dan dat Tag holen dan. Van der schon Tag havelig Puls wurden ans Huis, wo dat bisschen das Geschmack, das bisschen Installationfläche. So, mir redet von dieser Woche, warten wir, Decke, wat so stark werden, wat holen da, und aber auch noch Paläste zieren. Die holen dort und boven an ladet nach Geschmack. Das ist ein Geschmackbild, wo wir alle Zellen sehen. Von Ben ist dort Eichsment, und von Büten ladet dann nach Geschmack. Und das krijgt es soll sein. Das soll nicht bis wo eine Papp im Glasshop sein, wenn der halt nicht. Das soll wirklich eine Säule sein, ein Erker, und danach boven ein Geschmack. Gut. Wir können uns vorstellen, eine Ehe, wenn die eine schlechte Ehe muss sein, dann wird das allmählich sein, zumindest die Kinder abzutragen, so. Bis die genug Gottes, was danach bei sie die Eltern dabei kann, das wird danach kann geben von den Kindern. Und dann soll wir fertig, gottlose Eltern, die haben fremde Kinder. Wogegen Gott seine Gründe kann das nachbieten. Und das ist auch den Trost, was wir vielleicht als Eltern haben. Und unsere Fehler, was wir gemerkt haben und merken dann, dass Gott seine Genug, der wird dir noch irgendwo dabei kann, wo ich getroubled habe, dass Gott wird sich damit weitergehen. Heißt ja souverän, heißt ja allmächtig. Das ist ja fertig und Trost, was wir haben, man all dort, der wir kennen kriegen. Wer du so, zum Beispiel jemand hat sich mal in der Luther-Jahren bekehrt und er sieht all seine verlorene, verdorvene Jahren, was er plus Schulden euch. Weil, das Gott seine Genug. Dort ist das Wundervolle.
Aber bis sie dort haben wir als Eltern eine Verantwortung. Und dass wir auch in den ersten Part vom Psalm lesen, dort striden macht ich. Der Herr ist die Zuflucht, aber striden macht ich. Und dan kan onze dingen gedacht. En ik denk ook aan die wat van daar nog kleine dingen gaan. Wie wat ze nog kleine dingen gaan. Ons te even gedanken meer aan wat is dat? En wat is wichtig voor ons? We zijn hier so verken, dat geht schwer, wo wir hier sämtlich 3 Ursachen zijn. Man hat nicht Vorbereitung gemerkt. Man hüpst in wat nemen, wat man nicht so recht wist, wat dat wird. En nu proberen we zo mangvormig te worden. En andere kan zijn, ik wil bus dem Herrn, der mir leven wordt. Ik wil bus genuss. Ik wil bus bevrijding. Ik wil fleischeslos. Ik wil spoes. Ik wil moed niet meer. Wat allemaal, dit is niet eens de zaak. Dat kan een Ursache zijn. De andere is, nicht vast im Glauben zu sein. Und das Luther dann schwer hantieren durch, dass man nicht eine Festigkeit hat, nicht ein fester Glauben. Das kann Ursachen sein, habe ich mal gesagt. Und wir haben auch gesehen, dass in 1. Mose 24, glaube ich, was Lehren rübernehmen. Und wir deuten durch so 7 Dinge rübernehmen, Karten, dass wir unsere Dinge auch kann glücklich sein, dann mit die von Gott gesehen sein. Das Abraham wird. Und dann können Isaac behalten in dem gemäß. Also sei wie gesehen von Gott. Der zweite Titel ist eine Voraussetzung, ist ein Merkmal, ein Titel. Und das ist auch riepet handeln. So als Abraham riep handeln dort. Weiß. Und was hier am wichtig wird, das soll ein glückliches Jacht tragen. Das soll nicht schief tragen. Mit dem Partner, was die würden siegen. Dann muss erleben, ob es dort sein. Und du wirst Gott vertrauen, das sah wie dann Abraham. Ein anderes Wort, wir sagen, keine archte Entscheidung mit Mädchen. Zum Beispiel diese Rebecca, die will nicht bloß eine erste Knarch in der Zollsen Aula, und da hat sich den mühsamen Weg bei dir gemerkt, und nu wollte ich doch dann mitgehen. No, das wird nicht in Mädchen sieht, das kommt vom Herrn. Das wird einfach, wie wir sein deuten. Andere, was wir sagen, ist, Gott sind Willen da eine erkennen, wenn sie sehen, das kommt vom Herrn. Und dann diese Beziehung zueinander, Verhältnis, das Reden, das Gemeinschaft haben, diesen Kontakt haben. Habe ich diese Karte versucht zu lernen. Von der haben wir noch ein klein bisschen wiedergehen und die Wichtigkeit gedacht, der Eltern ihre Rolle dabei. Wir sind der Eltern ihre Rolle, spielt eine große Rolle. Wir sind hier bei Abraham auch, was für eine große Rolle der Eltern diese spielen deuten. Ich rede nicht in dem Sinn, wenn nie dort gering ist, wo unsere Kinder sich dann handfrieren, zum Beispiel, dort ich so dann Mann spielen da. Von so einer Dinge rede ich hier nicht. Ich rede hier nicht von der Eltern ihre Verantwortung, die zu checken wollen, unsere Kinder glücklich sein. Und wenn dort jährlich nicht klar lässt, wenn du Besorgnissen sind, dort wir das dann mitteilen da und dort wir dann davon reden da und dort wir lenken da in die Richtung. Das ist ihre Entscheidung, aber die Eltern, die können so viel dazu tun. Wo wir bei Simson, wenn wir lesen dann in Simson 14, Richter 14, Entschuldigung, von Simson, der 2. Vers und der 5. wo wir das Kart lesen durch. Und da er heraufkam, sagte er es an seinem Vater und seine Mutter und sprach, ich habe ein Weib gesehen zu Timnat unter den Töchtern der Philister. Gebt mir nun diese zum Weibe. Das, was Simson sieht, die Eltern sehen, aber geht nicht. Ich habe mal das Gespräch von der Ansehe. Der hat sich an den Glauben. Das ist eine abgöttische. Also, das schafft ihr doch nicht. Aber Simson sagt, der gefällt mir die Uhr, und das wird das will. Und sie ging. Und was sage ich du? Vers 5. Also ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter gegen Timnat. Also wir sollen hier so gegen den Willen von den Eltern, aber die Eltern, die merken noch von dem, was wird, das Beste. Und was ist, noch das Beste merken. Dann sei auch nicht zu verwirren, aber der Junge hat immer die Entscheidung gemerkt, er wird ja immer mündig. So wir sollen hier so, Simson, seine Eltern, die wollen das Glück von ihren sehen. Haben vielleicht noch mehr Dinge gehört, aber lesen nicht von den anderen. Aber diesen sehen uns, sie wollen dort. Und wir sollen hier so, üben lassen, dort wird Schicksal. Wenn man mit den Üben, nehmen das. Dort ist Schicksal. Nochmal, dann wird gesagt, kriegt es hier bei Simson. Und dann sollen sie da, und das schafft dich, und das freundlich, und das schmeckt, und das lässt sie das scharf sein, und das macht ihr Leid sein.
Und wir auf den ersten Blick glauben, dass das live ist. Ja, wenn wir als Eltern sehr hastig und evaluiert bis von Büten non kicken, dann eine Entscheidung merken, von was ich hastig sei, ja, dann wollen die Kinder vielleicht auch so hastig sein, dass dort Entscheidungen merken, was von Büten Geschmack hat. Und dort würde dann dasselbe sein, dass wenn uns Doktor uns mit dem ersten Händedruck Hand begrüßen, obwohl sagen kann, ja, du bitte mir in Krebs, Tumor. Sonst darf das nicht so. Auf den ersten Blick können wir noch nicht die Diagnose vorstellen, was das uns Problem ist. So, das geht weiter, das geht wieder. Und sind die Eltern, die wieder wichtig im Bett siegen. Wir sind unsere Kinder, man muss eben nur denken, unsere Kinder, und die sich wollen mit einem guten Partner befrieden, wollen die einen guten Partner gekriegt haben? Also, das zwei sie denken. Unsere Kinder auch gern kennt. Wir haben zu checken, was ist so, was da ankommt, in einem Händen kommt, und von der anderen Seite kriegt es wichtig, was da wie in der anderen Händen ist das auch gleich, was wir dann bringen. Abraham sei wie hier so, er wird selbst ein glücklicher Mann. Und er will auch das Glück von ihm sehen. Die Entscheidung, was er macht, in 1. Mose 24 weisen, er will das Glück von ihm sehen. In 1. Petrus 3, Vers 3, was sagst du, so lesen wie von Sarah. Und du lest wie dann von dieser Sarah, wo sie geschmückt wird, und von der Herzenseinstellung, und dort sagt, den Abraham Ehrenmann Haarnahm. Wo glücklich ist ein Mann, wo sich dort verdient hat, dass der früh kann sein Haar. Dass der früh kann den Mann ehren, sich an den holen, und sich freien den Mann zu haben. Also, Haar, das bedeutet diese Ehe, diese Anerkennung, das Hochheben, mein Mann, das ist ein Mann. Die schön sich nicht den Nun zu erwähnen. Und wenn es viel zu sagen, dann wer du noch reich aus dort nicht ein guter Mann ist, dann sei er guter, denn dann sie hier sein, wo wir wegen mit meinem Mann schäme ich mich nicht. Er kann den Haar sein. So ein Mann wird Abraham. Also, er selbst wird glücklich. Er hat sich das doch wohl abgearbeitet, dass er früh am Haar sein. So, weil wir uns potten, dass sie ja, dass wir glücklich sind, dass der früh dort kann, das macht einen Unterschied für die Kinder. Abraham, der wird so auch besorgt um das Glück. Und was ihm sehr wichtig wird, Fleischeslass. Wenn er irgendein Frühmensch will, verdienen, dann kann er nicht gehen. Bis du nur bei da, wir werden die noch frühes. Schmacke frühes werden wir so. Aber, das werden die Abgöttische, das wird in Flucht bedient haben. Das sei wir an so. So, die Frau ist interessiert uns wirklich das Glück von unseren Kindern. So, man bleibt eben nur denken, haben wir wirklich das Verlangen, dass unsere Kinder glücklich sind? So, dann wollen wir auch wahrscheinlich mal Entscheidungen merken, auch reden, auch Stellung einnehmen, vielleicht nach hier und da. Und uns wirklich interessiert das Glück. Das ist ein Ding, was mir so leid, was sehr wichtig ist, auch an Eltern gedacht, dass die Eltern für das Glück, sich um das Glück für die Kinder interessieren, dann ist es auch, dann soll wir das ein sehr wichtig denken, ich glaube, dass das uns dann alles sehr dicht bekommen, dort ist der Leib. Der Leib wird, ich halt meine früh wiesen da, und der Leib wird ich die Kinder wiesen da. Wogegen sehr, sehr viele Entscheidungen, wo Kinder merken, dort ist, ab dort, wo Leib tüß gegeben worden ist. Entweder der Hand Leib nicht wohl, wegen entweder der Leib zu streng, da sieht sich eine andere Leib, wo nicht so streng ist, wo alle frei ist. Das ist ja eine Entscheidung. Ich sage nicht, dass es immer rein wird, aber die Reaktion ist rein immer ab Leib. Wo tüß Leib gewesen ist, du nur wird die Entscheidung bei der Ehe gemerkt. So, kurz gesagt, wenn die tüß nicht Leib kriegen, dann wollen sie sich wohl Leib siegen. Und haft der Herr genug gegeben, dass der Leib, was die siegen, du hast eine Verantwortung hinter der Leib, dann kann der Luther glücklich sein. Dann fährt noch ein sehr schweren Weg zu gehen, aber der kann glücklich sein. Aber als der Tüß nicht Leib war, fängt da immer einer, der am besten Leib geben hat. So baten die sich an und denen, und das dann ein Daumen, was das ist. Also gutlich oder ungutlich ist. Wogegen, der segnet dort, was Tüß gefehlt hat. Deswegen ist es so sehr, sehr wichtig, Leib. Und du wirst jemanden von der so sehr viel auch frühes was umberaumt, hat die gesagt, du fehlt was. Du fehlt eine Verantwortung im Heim. Viele von euch sind von dir gesagt.
Ik zei niet dat die alle slecht zijn, maar ik zei maar vele maken du wegen, die doen du wegen, zich onberom, hoe wegen, du fehlt wat thuis. Du hast wat nicht gedaan, dus eine Verantwortung nicht abgenommen, was du hat sollt. Wie leider es nicht bloß umarmen oder freundlich reden, leider dat riecht viel wieder, wat alles in je leven komt. So du fehlt wo thuis, dat beeld van den Mann, dat beeld van den Führer, wat du so fehlt, in ihrer Kijk, so kann auch bei der Mama sein. Wenn der Leib du sie nicht erst, dann siegen die sich Wort. So, du hast das Part gekriegt, in welchem Part von uns als Eltern. Von der anderen Seite, so wie auch der Rolle von den Eltern, wie der Wohl, der Jung zum Beispiel dann, wenn wir mit Jahren haben, und ich denke immer nur, jedem einer von denen hat auch irgendwann ein Jaltje, eine große Majal, wenn du einen Jungen abkommst. Wat doen we dan? Wenn du een jong aankomt en interessiert sich für unsere Tochter, wir sind noch nicht bei du, aber was ist dann der Schritt? Was denkt man da so? Versteckt wir uns schwimmen, sagen, dass die für sich selbst vorig waren, selber den Mann im Heim, und sind neugierig, was alles in uns Hüsten kommen will. Wir sind doch verantwortlich für das Heim. Was checkt wir? Dass unsere Töchter waren, ausgehauene Erker sein, also dicke, starke Puls, ja nicht ausgehauen, Strom die mehr, Geschmack die mehr, also einfach Krieg so aus der Hardot Welt, wo man Paläste zieren wird, also Families bühen wird. Hier ist es sehr wichtig, dass der Führer sagt, so ein Junges dort, gut, weil irgendwie mal den ersten Date. Pornovia, sagen sie nicht so, das ist nicht ein schönes Wort, aber dann wird ziemlich was auf der Diet. Dass der Führer immer sagt, ich will mit ihm besser vertrauen, ich will unterholen. Sagen, was, ich bin verantwortlich für meine Tochter, das ist meine. Die Jungs, die haben keine Milliarden, was wir mal voll klar haben, die Jungs haben keine Milliarden, das sind Freunde, was sie hier gekriegt haben, und dann checken wir, was bist du mit meiner Tochter. Ich bin verantwortlich für dich. Gott hat mir diese Verantwortung gegeben. Wir haben eine schöne Tochter, wir tragen die ab, das soll, wir tun und nach Haken, hier in Dur, steht ein Hafen nicht ganz im Model, hier, wir schaffen das an. Wir probieren das Beste davon zu merken. Und ich bin verantwortlich, und wir sind nicht schwierig, wer bist du? Ich will wissen, was du bist. Wenn ich dir so ein besonderes Ding hingeben, so was Kostbares, eine Perle, wir wollten nur Perlen sein, das ist anders als ein Diamant, den man die Schleppen bei den glatten Worten blinkt. Eine Perle ist ganz anders. Wenn du Wort heute gemerkt, dann ist der verdorben, dann ist der verbrucht, dann wird der Kreis. Wenn du Wort mit GPP geschieht, dann ist der verdorben, dann ist der verbrucht. Eine Perle, die mit Krack so gehauen ist, der erste kann nicht angetost werden, die kann nicht verkrotzt werden. So, du wegen mit sehr vorsichtig gehen, sag ich und spreche eindeutig, denn das ist eine Perle, das ist nicht ein Diamant. Die Mana, wie man Geld beschleppen wollen, dort wie wohin kommen, das ist ein Diamant, aber nicht der Früh ist, das sind Perlen, sag ich uns das Wort. So, wie man dann checken, was werde mit dem, was ist es von jung, hast du Verantwortung, was von Ansichten hast du über der Welt, was von Ansichten hast du über Geld, was von Ansichten hast du über den Dienst in der Kirche, oder was du bloß die Möglichkeit, oder was von Ansichten hast du über Scheingun, was ist Scheingun und was nicht Scheingun, was ist Gott dein? Das sind so viele Dinge, wo man von reden kann und reden soll. Bestehst du zur Gemeinde? Als die Gemeinde hat dort einen welchen Platz in deinem Leben? Wenn nicht, dann lass das bedürftig. Die Gemeinde muss sagen, welchen Platz in uns Leben haben. Und bestehst du deine Eltern, oder zu deinen Geschwistern, zu deinen Schwestern und so weiter und der Haupt. Das sind Frauen, wo man über reden kann. Was ist das? Von jung, was die Tochter will nehmen. So, das ist die Rolle von der Eltern, die Verantwortung dabei. Wohin sind es welche Dinge, dass diese Dinge am Anfang kommen, kurz, nicht nur her, ein paar Weg fahren befrieren, nach Frauenseite konfrieren. Wohin wir eine Partnerwahl in Flaufnis kann, wenn ich mal in dem Sinn, das ist schon mal wieder. Wir denken nach großen Kleinpässe, da sind Sinn und so, so am Flaufnis was, du in der Ole Kirche in die Onlehr, aber sehr wenig. Aber was ist Flaufnis?
dort ist die Verlobung. Und was ist Verlobung? Nicht, dass wir gerade so in der Bibel fingen, wenn wir das Alte Testament nicht nehmen, dann würden wir das, ein bisschen vielleicht so tun, als wir das haben versucht, auch zu sein, laut Jahren. In dem biblischen Sinn, Verlobung ist ja du so, das ist ein Gelübde, Gelübde oder ein Gelöbnis, würde wir dann sagen, Gelöbnis. Und dort ist so viel, als wenn zwei Menschen sich einig waren, sie werden sich befreien. Und wir werden uns befreien und dann aber uns reinhauen bei Zeit. Das war alttestamentlich wird. Wir haben das Ziel, uns zu befreien. Und nu haben wir hier so eine Zeit, zum Wiesen und proven, wie hauen uns rein, wir haben uns reingehauen. Du wir dann eigentlich keine Spezier, nicht von so, wir müssen die Entscheidung, wir uns befreien, und dann von 9 Monaten bis 1,5 Jahr wieder, dann wollen sie sich befreien, neben dem, dann ging die Junge nach Haus, nimmt das Haus rein, nimmt alles rein, dass er kann das frühe Haus holen und wieder wohnen. Das wird Verlobung. Dass wir klar merken, wir wollen uns befreien, dann für die Jungen nach Haus, sagen sich in den Zeit nicht mehr, dann ging zu sein, wir sind rein geblieben, wir sind frei geblieben, und dann nur ein Jahr oder so, dann kommen die mit seinen Begleiter, mit seinen Gruppe Jungs, kommen die dahin, und das soll Charles geben, in das frühe Haus, und dann holen sich die nach Haus. Das könnte ich anders sagen. Gut, aber einmal Verlobung, das ist Verlaufnis. En van deel willen we maar zeggen dat ze dingen zijn best anders van deel, maar de principien blijven dezelfde en we zijn van deel dat als een vriendschap met dat ziel te bevrijen. So, wenn wir an Partnerwahl denken, wenn wir an Spazieren denken, dann hat das immer ein Ziel. Ich kann ich den nicht gut genug, dann ein bisschen Kontakt haben. Einfach bloß ein bisschen kennenlernen, mit dem Ziel checken, wir ein bisschen kennenlernen. Und dann, wenn man ihr so wie kennengelernt hat, dass er kann sein, der Herr, der irgendwo deren Up von ihnen sieht, dann ist es wohl dann wieder jetzt. So Partnerwahl wird jetzt nicht am Spazieren. Es geht um einen Partner zu wählen für die Zukunft. Also, der Anfang ist sofort mit einem Ziel, Heirat. So, wenn man dann von seiner Jugend mit dem Anfang, dann ist ja ganz klar, hier ist das, was dahinter. Wenn man mit 3-4 Jahren spazieren macht, werden wir uns nicht befreien, weil dann hat das nicht das Ziel gehabt, zu befreien. Partnerwahl hat immer ein Ziel. Und das ist, mit dem Ziel, ist das ein Partner zum das Leben. Nicht zum ein Schöngun haben, nicht zum ein Ideal haben, nicht zum, ich will auch sein, oder modern Universität, aber immer das Ziel sein. Wenn ich all sein kann, das ist almost nicht was für die Zukunft, dann ist es überhaupt nicht mehr frei, was man damit anfängt. Wenn man reist zum Befreien, dann ist man bereit, einen Partner zu wählen, einen anderen Weg. Man wird einfach hier noch nehmen. Das ist, was die Bibel anstellt. So, deswegen ist das wichtig, dort zu bedenken, was ist Partnerwahl im biblischen Sinn. Gut, wir werden noch 3 praktische Ratschläge geben, Kart, was ich vielleicht mal heute gelassen, diese 3. Und das ist, nur Epheser 5, 31, diese, so wie auch dasselbe Wort, auch im Alten Bund, was soll jemand reden von der Gemeinde und auch von morgen früh und der Vergleich dazwischen? In Vers 31, Epheser 5, 31 sagt, das ist das. Deswillen wird ein Mensch verlassen, Vater und Mutter und seinem Weibe anhangen und werden die 2 ein Fleisch sein. Wir sagen hier 3 Dinge in diesem Vers, wird erst verlassen, anhangen, ein Fleisch werden. So, verlassen, dort bedeutet, ich trage Rüt. Uitfliegen, dann brücken sie nach Moni, so. Das ist die Jungetjes weichfliegen und die Vater haben, so die Kinder auch, die gehen in den Haus rüt. So alle Erziehung, was wir an unsere Kinder tun, es hat ihnen nicht ein Ziel, und das ist, dass sie selbstständig wollen. Was der Herr in den Plan hat, zu befrieren oder nicht, kein Problem, wir können nicht entscheiden. Wir tragen ab zum selbstständig wollen. Das ist, was das ist. Und immer, was wir evaluieren. Sofern verwechseln wir. Je wie mehr Freiheiten oder je wie mehr Verantwortung. So merkt den Unterschied. Wohnt wir da. So geht da mehr Verantwortung. Sag ich auch, mit mehr Verantwortung kommen mehr Freiheiten.
dann sei vielleicht nicht mal ganz so streng. Punkt klaktieren, dass die Band oder was immer. Nicht so, das wird einfach selbstständig merken. Also riet genug an ihnen Hus durch Hand zu stellen. Und wir sind von der Medienwelt. All der Einfluss, was über die Medien und uns nun kann, dat als 100% das Gegenteil aus riet worden, selbstständig worden, verantwortlich worden zum Apport kommen. Der Weg, der unterschwellige, was unter der Schwal ist, der Einfluss, was da ist, der das kriegt das Gegenteil kriegen, was verantwortlich worden. All das von der Medienwelt. Das wo wir irgendwie so sehr betroffen und das nicht so, dass unsere Kinder warnen für diese Dinge, wo die sich luten warnen, dass sie in diese Leidung kommen. Wo wir viele wollen den Genuss von der Ehe, Zärtlichkeit, Romantisches und all das, aber nicht die Verantwortung von der Ehe, den Schweiz, Anladen, Beten, Kinder haben, den Stoff in ihrer Feit und so weiter. Und du wirst, also das am selbstständig worden. Ein anderer Punkt ist auch Bereitschaft zur Elternschaft. Befrieren, dann gehen Kinder durch taub. Ich sage zu der Brütlied, ja wieder Kerle ein Baby haben. Das ist einfach ein Pott von. Wenn ich will 5 Jahre allein sein, dann werden sie stoppen und so wieder. Von der Bibel her fängt die Kinder in der Stattung versorgt. Das geht futz zu taub. Das zum Pott davon. Der Einfluss, das kommt von Salzburg. So, das ist nicht der Wahrheit, das ist ihnen nicht verantwortungslos, das ist Anrieb. Das geht futz zu taub. So, das Vorbereitung schafft, das ist wichtig. Das selbstständig worden, verlassen. Also selbstständig worden, dass man verluten kann. Ein anderes Ding, was wir hier dann auch sehen, was dann wichtig ist, das ist loslassen. Also die Verluten in den Weibe anhängen, so dass bedeutet, wie man loslassen. Als Reiter nicht, als Rieper anrieb, bekämmert, geluten über die Sache, wie man loslassen. Vielleicht sagen sie, naja, wir wollen so hier noch das oder dort, mit unsere Kinder haben, wohl beschädigen für von Tüsting, dass sie reingehen für das Leben. Und das immer, was du hast, dann muss ich etwas loslassen, und nicht einfach bis ans Gouda geworden. Das ist alles, was das ist. Sei ja Gouda mit dem gleich zu tun haben, aber wir haben da loszulassen. Wir sind nicht, haben die Feit nicht unter ihren ihnen das zu sterben. Wir sind nicht für sich, wir sind nicht selbstständig. So, Eltern, das ist sehr wichtig. Geld sagen, Zeit, Ehe, das Apport, das Nein, das ist getrennt. Und du hast nie einen Weg für sie schaffen, und wenn sie dann noch mit den Eltern schaffen, aber es soll ein ganz anderes Verhältnis sein. Nicht, dass wenn alles dahin anders ist, alles taub. Das soll ganz, ganz selbstständig sein. Für die Früh, dort so ein Unterschied, wenn der Mann als von Tisch zu gehen. Ganz von Tisch zu gehen. Das ist ein Sprichwort, das heißt, dass das soll so weit von Tisch wegtragen, dort nicht zu sein wird, wenn der Schornstein riecht. Und der Kurt gesagt, dass alle checken, noch einmal riecht das nicht. Und der ist Montag mit 2 Stunden, haft die Früh noch einmal nicht, diese frische Früh, noch einmal nicht anfangen zu waschen, wenn der Hanna hat noch kein 4 Uhr geleicht zum Butter halt merken zum Waschen. Wegtragen von Tüß, loslupen. Ich sage nicht, dass die sollen in Hüs kommen. Sei hier, wir sind mit Gott und Ubers hier taub. Und nach ihrem Mund taub. Und das soll unbedingt das dort sein. Aber ich habe verstanden, die sind nicht einmal apart. Sie merken nicht einmal ihre Entscheidung. Und wo sie Ruth wollen, sie scheinen sie hier. Aber sie haben in ihnen Stand. Du hast nicht mal zu kriegen. Ein Fleischwurm. Sag ich uns dort, interessant, Brands in Kapan sind dort. So, das ist einfach das hebräische Wort, top die Leute sein, im Alten Bund, und hier so, glaube ich, auch ähnlich so, das ist ja dann im Griechischen. Also, das wird nicht zu tragen. Wenn ich top die Leute erst dann sei, wie du so, wie die Leute verlassen. So zu machen, die von Tüß kommen. Und, man hätte niemals auch mit beten, und ich stamm so fair, man betet vielleicht bis dann noch, da wo wir müsste nicht mal meine hin, ich muss halt losluten, und ich kann nicht losluten, aber dann wird das Gebet noch stärker entbegleiten von dir wieder. Losluten, da wird niemals, aber dann geht das eher ein Selbstwort aus in einen Tag, dann geht das im Gebet wieder. So, hier ein paar Dinge. Ein Inder von Indien, der sagt den Europäern, also von den Hindus, wo die Hindus dann leben, sagt er, die Europäer, die haben das anders. Die befrieden sich mit dem Jahr, was die gleichen, und bei uns ist es anders. Wir leben da, was wir uns gefrieden haben. So, was er will sagen, sie dürfen nicht entscheiden, dass dann die Eltern sagen, verernt. So, was die Eltern bestimmt haben, verernt, da dürfen sie entscheiden zu leben.
Und das ist so ein Ding, was du uns mal zu tun. Wenn man nicht vorher entschieden hat, das zu fliehen, was ich leid. Aber nur her, muss ich uns entscheiden, das zu leiden, was ich gefliehen habe. So diese Anstellung. Das ist eine sehr gute Anstellung. Das ist positiv. So, wenn wir das tun, so, wenn wir als Eltern denken, was ist der Gleich von unseren Kindern, und ich weiß, ihm ist das wichtig, uns ist das wichtig, aber ich sind wir in Vorbereitung, was wir merken können, dass die Kinder glücklich sind in dieser Zeit, wo alles da über den Kopf stellen. Da waren Zeichen Nummer 340. Das ist ja auch noch Abstand von der Leitzeichen 340. Zieret dein Wandel die Lehre, die herrliche Lehre des Herrn. Lebst du vor ihm völlig heilig, folgest du ihm im Begehren, dass wenn die Welt dich betrachtet, Jesum sie in dir kann sehen, dass wenn die Welt dich betrachtet, Jesum sie in dir kann sehen. Zieret dein Wandel die Lehre und leuchtet dein Licht wie ein Stern. Ehrest du mit deinem Wandel und deinen Wort in den Herrn. Zeigt euer Wandel, Geschwister, dass Gottes Worte sind wahr. Zeigt euer Wandel, Geschwister, dass Gottes Worte sind wahr. Zieret dein Wandel die Lehre, durch Leben und durch Sanftmut und Tod, so wie durch Freude und Frieden, und auch durch Liebe und Geduld. Jesus, wenn in dir wird leuchten, zeigen die Früchte des Herrn. Jesus, wenn in dir wird leuchten, zeigen die Früchte des Herrn. Wenn du des Herrn Lehre zehrest, dann wird dein Herz prächtig geschmückt. Ströme der Gnade dir werden, täglich vom Himmel geschenkt. Himmlisches Licht wird dir leuchten, auf deinen Weg, den du gehst. Himmlisches Licht wird dir leuchten, auf deinen Weg, den du gehst. Darf ich Platz nehmen? Feier 194. Die Überschrift von der Leid sagt, ich mache mich zum Segen. Das wird halt, dass wir keinen Segen sein von anderen. Nicht, dass wir nicht bloß gucken, wer was mega ist, sondern dass wir können von anderen durch sein. Wir wollen ganz klein Pass machen, dass wir mit meiner Jugend fern sind.
Okay, 594. Ist dein Leben ein Segen für andere? Strahlst du göttliche Liebe hinaus? Könntest Sünden nur Heil und Erlösung fürs verlorene Heim du nachhast. Mach mich zum Segen für andere heut. Mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere heut. Ist dein Leben ein Segen für andere? Hilfst du anderen Leichen die hast? Hast du Wartung für blutende Herzen? Zeigst du müde die Städte der Rast? Mach mich zum Segen für andere heut. Mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere heut. Ist dein Leben ein Segen für andere? Bist du täglich und stündlich bereit, den Geringsten und Ärmsten zu dienen? Bist ein Segen für andere heut. Mach mich zum Segen für andere heut. Mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere heut. Oh, wir werden nicht anderen zum Segen, wenn die Sünde noch Raum in uns hat. Sei dem Herrn unfällig gegeben, so gebrauch ich die göttliche Gnade. Mach mich zum Segen für andere heut. Mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm in mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere heut. Okay, ans Bulletin, ich sage hier, Beaufruf und betet stets in allem Anliegen, mit Bitten und Flehen im Geist. Und sagt, wenn deine Probleme zu klein sind, um darüber zu beten, dann sind sie auch zu klein, um sich darüber zu sorgen. Hier so, das soll die Sache, der Jugendlehrer sind von der in el Valle, ab Seminar, wo der auch gestern von Klaktien wieder wird. En op basis han gesagt, wo die wenigst Jugendsten sind. Von der Hof 3, wo dann die Jugend sich verantwortlich macht für dort, stempelt es dort noch so wird. Ja, wo ist der Verantwortliche, was das soll anleiten? Okay, so.
der Meinung, dass erst noch das dort geblieben. Und zweitens hier so, Tag 7 zuwässt, was dann auch von der aus als das Programm von der Sekundarschüler. So, jeder eine eingeladen zum Programm von der Schüler von Sekundaria. Drittens, der Altenheimweg erst war, wo die abgehoben worden sind, morgen dort, als die nun der Stadt für diesen Weg. Viertens, Andachten bei der Schule, Buberklassen David Peitasch und Ungerklassen Peter Peitasch. Fünftens, Montag, 7 Uhr, ist ein Schulelternabend geplant, hier in Scheinfeld, so alle Schuleltern, also bitte kommt für diesen Abend. Sechstens, hier so, für Dienstag, 7 Uhr, die denkt, wie ihr Schwester zeigt haben, für die Isaac, dort Montag Schulelternabend ist, macht wir für Dienstag, so, bitte kommt auch alle durch, dass wir können auch was Dinge bechecken. Die Schwesterversammlung, alle Geschwister, befriedigt und unbefriedigt. Siebtens, Mittwoch, 7 Uhr, als Bibelstunde. Und wir wollen noch aufschließen mit der Lehre von Calvinismus, nach Bibelversen bechecken und so ein paar Kleinigkeiten, was dann am das Ganze geht. Und die Anleitung ist von Bruder Preis. Und achtens, am Donnerstag, 7 Uhr, als Gemeindechor. En Freitag, klok 7 als Jugendchor. En Sonntag, klok 7 morgens als voor de gebedsstunde, jongens, mannen, allem. En de Almosen van de laatste week werden 16.570 Peso en $261. Gut, hast du noch was du fehlt zu sagen? Okay, dann, bevor wir Botschaft haben, da wir noch erst ein Gesang haben von einem Jugendquartett, so als du einen Titel, bitte schön. Uns Gottes und ihr jetzt ja Gott. Und kurz das erste Gebot von den 10 Geboten, du seht Gott, die sagen, für einen anderen Gott bezieht mich an, okay, nicht nur ein Bild merken von einem anderen Gott. Dann sagt er wenigstens, ich bin der Herr. Und das wird die Leute, was wir singen waren, dort einer auch sagt, jede Sache, was bloß ans Haar tät. Bloß der Herr kann blinde Säune merken und dort dir abwarten. Wie wir, dass die Bibel sagt, blind und dort an Sinn, und aber bloß heu kann uns nie Leben geben, wenn wir am Glauben. Und ob bloß der Herr hier dann, wenn mein Hort spricht, bloß heu kann mir Sinn vergeben, bloß heu kann mir dann die Weisheit geben, dort ich gerat sein. Und dann, wenn ich dann wahre geboren sein, dann ist bloß heu, bloß der Herr meine Zuflucht, und bloß heu meine Kraft. Und bloß heu kann dann auch mich vertreten wie Gott, wenn ich singen darf. Und dann, wenn uns kommt, wenn ich stark ist, dann ist bloß Gott da, bloß der Herr da, was auch in Ewigkeit ist, was von Anfang was irgendwie, was dort A und dort O ist, das Offenbarung sein wird. Bloß heu ist dort, heu ist allmächtig, heu ist die Majestät, heu ist Weisheit, bloß der Herr. Und das Herr, das ist Jesus Christus. Und zuletzt singen wir auch dort, heu ist dann mein Erlöser. Er ist nicht bloß ein Haar, er ist nicht bloß der Haar, er ist mein Gott. Und dann trauen wir uns, wir können am Danken für all das. Wir können nu uns wieder drei tun, was er für mich getan hat. Und wir kommen mit dem Entschluss, dass er eins Jahr war ist, mir sein Leben, mein Leben zu geben, einfach meine Hand zu geben und am zu loben. Nicht mich zu rühmen, aber am Gott zu loben, für das, was er für mich getan hat. Nur der Herr macht Blinde sehend, nur der Herr weckt Tote auf, nur der Herr kann wahres Leben geben,
nur der Herr, nur der Herr, nur der Herr hört meines Herzens Schrei, nur der Herr sühnt meine Schuld, nur der Herr gibt selige Gewissheit. Nur der Herr, nur der Herr, nur der Herr, Gott allmächtig, du bist Weisheit, heiliger Gott, du bist die Majestät und die Herrlichkeit, o Gott, mein Gott. Nur der Herr ist meine Zuflucht, nur der Herr ist meine Kraft, nur der Herr spricht für uns bei dem Vater, nur der Herr, nur der Herr, nur der Herr, nur der Herr ist in Ewigkeit, nur der Herr in Majestät, nur der Herr ist Alpha und Omega, nur der Herr, nur der Herr, Gott allmächtig, du bist Weisheit, heiliger Gott, du bist die Majestät und die Herrlichkeit, o Gott, mein Gott, allmächtig, du bist Weisheit, heiliger Gott, du bist die Majestät und die Herrlichkeit, o Gott, heiliger Gott, o Gott, mein Gott. Nur der Herr ist mein Erlöser, nur der Herr, mein Gott. Wie soll ich danken für das, was am Kreuz geschah? Herr, was kann ich tun für das Wunder dort auf Golgatha? Wo könnte ich dir doch erzeigen, ein Herz voll Lob und Dankbarkeit? Dem Herrn
Ehre, Großes hat er getan, nahm die Last meiner Sünde, wer kann dies ergründen, sein Lob will ich gründen, Großes hat er getan, so lass mein Leben nun Gott dir geweihet sein, mich will ich rühmen nicht, ich will loben dich allein, nahm die Last meiner Sünde, wer kann dies ergründen, sein Lob will ich gründen, Großes hat er getan, so lass mein Leben nun Gott dir geweihet sein, mich will ich rühmen nicht, ich will loben dich allein, nahm die Last meiner Sünde, wer kann dies ergründen, sein Lob will ich gründen, Großes hat er getan. Okay, Dankeschön, Dirigenten, diese Leiter. Gott soll der Herr sein, mocht dat dan ons leven ook zo tot zijn. Ke wieder waar we dan een woord haben van het kop, Belize, district erstmal nicht weich, das Gnudenfeld, stimmt das so? Gnudenfeld, du so. Gut, so, Gottes Segen, hat das Wort wieder hier so. Morgens. Wenn ich hier zusammen aankijken, dat is bij mij vaak naar de laatste poort van rijden maken. Zum Reden. Besonders, wenn ich so Frauen, die gezegd zijn. Ik was hier wanneer ik in Mexico zie, als ze hem noemen koop, hier gibt es een Säuerfrauen de noemen. Aber mit der älteren Generation, die wat ich weiß, dass man jetzt erst guckt, wie was da verschrieben wird. Da wie meine Großpapa. So haben wir der Einzige, was man von Tada noch KGS strijken deed, dan nog Luther nog blies strijken deed, ver een Kinder befried werden, zodat couple vrienden niet nog in Mexico gebleven. Hey, zo wordt die vraag, je leert je hier met woord Gottes te dienen. En wanneer we ons in een woord Gottes willen stalen, dan hebben we een eenheid als Kinder Gottes. Wenn ons God in ons haar en ons helend. Dat is het wat ons zijn woord gegeven heeft. En dat is het wird. Dus we hebben leider al hier deden. En wenn daar zijn, waar we ook onze Kinder abtragen, zoals we een aanleiding hier deden. Waar ik wil komen we vandaag een overblik of een beeld nemen van wat is God zijn plan, wat is zijn reich, wat is zijn ziel, waar wil hij gaan, waar wil hij gaan, waar wil hij vandaag gaan. Nou, dat laatste ziel, dat is nogmaals im Himmel al zijn Kinder bij zich te hebben. Aber da haben wir nicht mehr eine Entscheidung zu machen. Ich glaube, da waren wir selbstverständlich zu aller Zeit loben und ehren. Aber zu dieser Zeit hier auf dieser Erde, dat is de voorbereidingstijd, zo wat ons vandaag veel te weten is, hier op de Erde. Wat is God zijn ziel? Wat is zijn plan voor ons? Wat een vorm, een aard wil hebben, of wel zijn tjee zal goed tonen, hij wil zelf maken,
dann ist er wahrlich viel Anstrengung zu machen. Am zitten down, wenn er viel Arbeit kostet, viel Geld kostet, wenn er auf ein Ziel dort oder arnt. Am liebsten würde ich sagen, 5 Monate wieder. Maar ik verneem zo unicorn-aardig Ziel waar er länger op een stapje loopt, dus wie gewaan zijn. So hij heeft een ziel en door streeft hij naar haan en door schafft hij de ganze tijd. Alles wat hij deed in de tijd schafft hij doorgaan. En staat heeft God een ziel. Manchmal zijn die vielleicht een beetje zo verzacht te denken dat als Adam einfach door een garten Eden wäre en hij einfach nam van die, wie zei maar, appel, van die vrucht, van die boom. En Adam ook. Und er bloß nicht horen dem Fehler gemacht. Dann wäre wie so viel Herzeleid in der Stiche gegangen. So viel Schicksal wie da nicht auf dieser Welt. Wenn wir mal Epheser Kapitel 1 mit lesen, und dann sehen wir auf einmal noch ein bisschen ein anderes Bild von der Sache. Epheser Kapitel 1. Vers 1 anfangen. Und ziel wir von 2 bis 10 lesen. Und dann mein Hauptgedanke ist in Vers 5 bijna vandaag. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, den Heiligen und zu Ephesus und Gläubigen an Christum Jesum. So, das Brief ist nicht bloß in Epheser geschrieben, das ist auch in uns, wann wir die sind, wo da Gläubige an Christus Jesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. War es nicht, was das Gnade wir, dann wären wir hier nicht. War es nicht, was das Gnade wir, dann hat keiner von uns Rede gefangen. Aber Gott sei Dank, er hat Gnade geboten. Gelobt sei Gott, der uns das Gnade gegeben hat, und der Vater unseres Herrn Jesus Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichen Segen in himmlischen Gütern durch Christum. So durch Jesus Christus habe ich von da, während wir noch beirrt sind, während wir noch in unserer Körper sind, die Alleinheit all von dem Himmel an uns zu haben. Himmlische Güter. Von dort zu ihnen. Wir sind oben, worden noch befallen zu ihnen, aber wir ihnen all was von dort nu all. En onze Worten. Wie uns dann gewählt hat, uns hier die Kirche, ganz Gemeinde Christi, durch denselben, Christus, Einheit der Welt grundgelegt war, dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Worden das Vers nur zurückkommen, worden wir wieder gehen. Und hat uns verordnet zur Kindschaft gegen sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Hij wollt zo. Dat weer niet wie wat ons de wereld in de eerste val. Jo, dat braucht ons jo zei dat ook. En wel, aber eerste val zal het afkomen dat wie hij wat het deed. Zo lob seiner herrlichen Gnade, durch welche ons hat angenehm gemacht in den Geliebten. So wir reden manchmal von der Verdorbenheit von der Menschheit am Fleisch. En dat is ook staat, we zijn verdorben. Aber hier heeft hij wat ongeboren, uitgeboren, uitgereikt, wo hij direkt zei dat angenehm gemacht. So, durch Jesus Christus können wir so verändert worden, so viel gewaschen worden, dat Gott direkt in Scheingunst hat, um seine Kinder zu checken. Das ist, was ihr sagt. Und dann steht er von, wo so reich der Engel last worden, um zu checken. Der Engel, der checken, was schafft Gott, was will er noch alle beschecken? Was der Fall sein davon? Hey, hier redet er von hetzelfde. Hij hat uns wirklich angenehm gemacht. An welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. In sein Reichtum, dat is niet zo nou wat er slecht te wordt, oder groot te rekenen, der reikt ganz te. En dan is er nog meer. En dan is er nog meer. Wat uns reichlich widerfahren ist durch allerlei Weisheit und Klugheit. Und hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, so sich vorgesetzt hatte in ihm, dass es ausgeführt wurde, da die Zeit erfüllt war, auf dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christo, beides, das im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Wo wird hier? So, wir sehen dort, dass die Zeit erfüllt wird, dann auf einmal wird der Fallplan Gottes aufgedeiht. Dann einmal wird die Gnade des Fallens aufgedeiht. Dann Vers 22 und 23, und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allem erfüllt.
So hij heeft alles in zijn feit gedaan. Hoe zijn de feit? Dit is ons in, right? En Christus is het hoop. En wat is zijn karpa? Dat is de gemeente. De karpa is boven de feit. Maak je dat? De feit is het eerste woord van karpa. So alles is in de gemeente dingen doen. Onder wie je zegt, en Jezus Christus is door zich te hebben. We brauchen nicht sagen, dat wordt niet schaffen. Ik kan bloß nicht weinen. Nee. Zeg, en Jezus Christus is door alles door wat in je staat, we zijn zeker. We kunnen zeker zijn van wie dat aannemen doen. Oké, nu terug naar vers 5. So, hier zegt, wie ons dan de wereld had durch denzelben, durch Jezus Christus, hij der wereld grond gelegd war. Ver de wereld erop aangevangen weer te maken, dan had hij de Kinder Gottes verwählt. Dan had hij zich in de gemeente geplant. En wat zou hij zijn? Heilig, onsträflich, voor hem in der Liebe. Nicht durch den Muss, aber durch Leib. De vrijheid. Wie krijgen die vrijheid? Die genode aan te nemen. En wie krijgen die vrijheid als sie werkelijk willen in de gemeenschap van ons Heiland zijn, op zo'n soort gemeenschap wo de eine Reinigung und Heiligung uitschillen wird. Wie hat die Gelegenheit gekriegt? Und wenn es wirklich rein ist, dann passiert das gleich Leib. Dann passiert es gleich, kann es gleich der Muss. Solange es der Muss passiert, dann ist es gleich rein Leib. Okay, so nu terug, beetje terug, kijk, eerst wonder mal even Adam einfach waren. Dat belooft niet heute zo'n Fehler gemacht. Wanneer wird die Gemeinde geplant und wanneer vallen Adam einfach. Adam einfach fallen nur dem die Gemeinde Christi geplant geworden. En wat is de Gemeinde Christi? Wer zijn Christen? Dat zijn al die erkannt hebben dat zij zinder werden en een Erradung vele tijd. En God had zijn Erradung geschickt en die de Erradung angenomen hadden. So we zijn de Erradung uit de zin uit en weer geplant per zin existeren tijd. Maar wenn es für den Menschheit in Sinn gefallen wird, wanneer zo'n rebellen dat die gaat, dat kan ik niet in tijd zeggen. Wanneer für de Menschheit in Sinn gefallen wird, wird eine Erradung geplant. So, wel, wird das ein Fehler? Na, wie zei er, maar dat wird ein Fehler nicht so, dat is een grote Schicks op de Menschheit gekommen. Dat kijk dan ons wonen zien we de non-check. Ik wil vandaag dat niet waarnemen dat niet een Fehler is. Van de Menschheit ziet gecheckt, dass das ein schrecklicher Fehler war. Und von da nach, wenn Menschen sich sehen wollen, dann gehen, das Heil Gottes, das ist ein schrecklicher Fehler. Ein schreckliches Verdorben. Aber in Gott sein eigener Plan, da sei das einmal, er hat was im Ziel am geankert wird, Plan für das passieren wird, wenn ich wel Menschen habe, die das uit Leib wie deine waren. Dat er een vrije entscheidung kunnen zelfs maken of ze willen of niet willen. En daarna worden dat entscheiden. Dat is wat hij nog aan wil. Wenn ja, de veel, de tieren, de loven God. Die loven aan, dan wenn dat ze zijn hulpeloos zo gemaakt. Maar wie, der kunnen entscheiden. Want wie dan aan loven, dat is een veel grater hier. En dan heeft hij nog een veel dieper gemeenschap aan. Okay, so God hat een lange Ziel, wo hij gaan wil. So hij vangt aan dit plan op te daken. Een stoopje bij stoopje. So am Anfang mögt hij een volkomen reich. De mensheid weer door im Garten Eden, dat we alle ganz volkomen, dat we geen slechte, geen boosheid raam. En dat schafft alle krijg. Dat is met zo'n beeld wat de hemel nog wel zal zijn. So dat weer de eerste tijd, dat weer niet zo lang. En wanneer we zo dat we een beeld van het ganz volkomen reich. En dan, de val. De val der verdorvenheid. En dat je dan komt dat je val niet reich. Netjes stoppen, je val niet reich. En dat schijnt zo, dat wordt dan weer, dat wordt niet beter, dat wordt dus schlimmer en schlimmer. Dat je val niet reich, wie houdt en je val niet reich. Zin wordt dus Zendra, en bij tijd komt kapitaal en zegt hij mij dat lijkt dat ik mensen gemaakt heb. Nou, wanneer we ons zien,
zijn ziel, waar hij dan een Pfizer van de reden heeft, een handje gedaan en dan wonderen naar wat meint hij krijgt daarmee. Maar hij had je al dat een ziel. Aber doch ab dem Steg, door groot wat er fällt, dat am Deide was einfach leid. So ist es wir. Und er auch einen Plan hat für wieder. Und dann leidt hij de Sinnflut komen, wat de Mensch hat dann verdorben, waar hij leidt nou aan zijn familie die leven. So wat wil God met dit beschäftigen? Want man denkt dan, hij had al de Gemeinde Christi geplant. En we hebben Vers in de Bibel zegt, God, ändert helemaal, ich wandle nicht. Dan heeft hij dat hij weer deed, dan wacht hij zo langzaam even nog zes wordt. No, God, er blijft God. Der ändert nicht. Der ändert nicht von Anfangswelt, der ändert nicht von dann, die Menschen den Garten Eden wären, nicht dann, willst du in der Verdorbenheit wären. Hij heeft helemaal geändert. Hij blijft God. Hij is God von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber Gott will hier was beschäftigen. Und dort wir, das ist so wie es echt dann nennt, vielleicht, ja, Lothar Uttischung, wo Maya wat opdagen, wenn wir. Gott will de Menschheit op de wereld weiter laten zien als zin. Zin als verdorvenheid. Zin, die heet, we komt de dood heran. Dat heet ab te riemen. Dat is wat zin is. Hey, dan ging wieder, dan komt Abraham en God zegt, die Nachkommenschaft. Da fängt ein anderes Reich an, ein anderes Port an, das verheißene Reich, ein versprochenes Reich. Da wird noch mal was kommen. Die Nachkommenschaft worden seines Bestehens en alle Veld op eerd worden der die gezegend worden. Wer wordt gezegend worden der Abraham die Nachkommenschaft? Ja, Jesus Christus. Die ganze Welt. Ja, Jesus Christus. So, da wird al versprochen, zodat das verheißene Reich wie eine Tijd. En dan maken we dan dat Gesetz Mose wordt over dem gegeven. En wat zou dat God, dat Gesetz Mose gegeven? Wenn was so schickt hij niet auf Fuß Jesus zum Garten Eden, würde das so einfach geleist sein. Würde klar. Aber hij schickt dat Gesetz durch Mose en dan wil hij de mensheid ware wieder bringen. Hij had al gewezen, zin is zin. Maar hij wil dan niet erg damit, nu dat hij het Gesetz gegeven, tem entwiesen, dit is heiligheid. Dit is wat ik nu checken. Ik moet leggen wanneer je zit weer. Dit is wat mijn welgevallen wordt zijn. En nachher wat er maakt weer, deze zin heeft zo'n appa, deze zin zo'n appa. En alle jaren, als een gedächtnis ihrer zin, zal ze zo'n appa doen. So, hij wil brengen zin, de verdorvenheid, de verratende betoning. Ohne dat zin betoeld wordt, je hebt niet de sticht te krijgen. Zin maakt betoeld. Zin is zin. Dat maakt betoeld. Dat wil hij met dit krijgen. En niet bloos dat. En de Israëlieten, de verschillende tijden, die hebben verschillende ernst gezegd en verzegd, dat al dat notenvallen. Maar dat wijst de mensen dat zij bezaten niet de kracht, de heiligheid uit te leven. Hoe God nog aan wil. So, da wären verheit nicht recht, sie wären der Zeit, aber da wir noch nicht dort, wir noch nicht vorig. Und wie gesagt, das Gesetz wir durch den Menschen ganz am Ende bringen. Wenn sie können krank sein, was Gott will, aber sie haben bloß nicht die Kraft, dort not zu leben. Okay, wieder hat dann die David sein Reich, das zum Teil ein Reich, was zum Teil auch so blöd ist, een stromend rijk, een maagd rijk, wat walsen deed, en aannemen deed, en vredelijk offeren deed. Vanuit dat licht gaf het dan een beetje zo'n teruggesteld beeld van, oh, dit is wat God nog aan wil. Maar dat blijft ook niet doen, dat we nog niet het voortje. Zo naar waar gaf God een blik, dat is nog niet dat wat ik nog aan wil. En dat rijk, bouwt nu David in tijd abzullen van het aan hechten en dan vangt het aan bij af te gaan. Zo dan de nächste tijd abnemen der reich. In tijd wordt het was afnemen deed. En dat tijd was werkelijk afnemen bij dat reich en de grond ging. En de Israëlieten, Joden worden weggevierd. En die tijd, gans bij de wegvierung Judas, Israëlieten en Juda, dan moest God immer waren aan het schaffen, wenn zij gerouwden en afjaten rennen.
Immer waren. We hadden in Egypte en onze klaar geweest dat de jata, dat zou ik met de jata daar in Jön, mijn volk, dat heb ik geruid. En het schijnt zo dat hadden ze nog niet te houden gekregen. En immer waren Jeroden zijn of jata erin. Aber hier, als zij deze stroof krijgen, dan moet wagen, waarom een ganze generatie was terugdenken moest aan de oude zij, mijn zin, mijn afjatterie, daar wijn, als dat hartelijk het recht in de grond te gaan. Een ganze generatie, dat moet ons tijd hebben hier, dat op eenmaal was dat ruit. Afjatterie, dat komt niet goed. God, dat strofen. God wil alleen God zijn. Hij wil niet dat we nog zessen bezit hebben. En zoals ik de history China dan haak te houden en toen die gestalte aanbeden zijn, zodat dat niet fresh naar je roden. Het schijnt zo, deze lessen hadden ze zo van buiten, want het niet moeten houden gekregen. Maar dan wordt in teruggesteld, komen ze terug en dat blijft stil. Er zijn profeten die hij reed. En nu op eenmaal zij loren, wanneer wordt het Israël werkelijk in kracht terugkomen. Ja, weer dat terug naar het land, maar weer een beetje zo avond dat zij in reis weer. En China profeten reden voor 500 jaar stelle tijd. Weet je nog weer een beetje in deze tijd. Dat is een beetje zo'n beeld zoals van God en iemand schaffen dat. Hij heeft al die heiligheid geweest en die wordt aan, hij kon dat niet volbrengen. God, wat is het dan, wat mij fehlt? Het is een beetje zo'n tijd zoals van mensen versie in de bekering is. En ik heb op eenmaal beschouwd eng en wat het nog moet rood geven of wat het niet. Als er nog een leven te hebben, is het niet. Een mens op eenmaal werkelijk dat eenmaal afdacht, ja, in Jezus Christus. Zo weer het ook. Als de tijd is erveld, ja. Dan zegt in Jesaja 9, vers 2, zegt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über die da wohnen im finstern Lande scheint es hell. Op eenmaal daagt dat ab, als Jezus is. En ganz verder wel, daar schaffen we weer al immer dingen wat hij de man slechte deed, wat de andere deed. Hij wil mensen hebben dat uit de ene welle worden voor hem dienen. Hier is een vals arm even. Hij gaf aan de macht te entscheiden. Zo zeggen we dat al. God zag nog mensen die uit de ene vrije welle worden hem dienen. Dan Abraham. Wie zo dat? Hem geloven, feit hij God. En dan zoals hij hem dat met de Israëlieten schaffen deed, dat we lang hadden. Hij zag nog een mensheid die de ene vrije welle hem dienen worden. Hij deed vandaag. God ziet vandaag naar mensen die de ene vrije welle hem dienen willen. Zo was het moeten als dat God jeder mens persoonlijk daar tussen stoppen leiden. Krijgt als hij dat door geleid heeft. Zo hij moet eerstens worden geboren met de entscheiding dat een verdorvenheid naar je rode. En wanneer we alle kunnen werkelijk ons machtig bekeren, dan führt dat wie als het op eenmaal klaar wordt wat zin is. Langs als niet werkelijk klaar wordt wat zin is, dan kunnen we gewoon genoeg verstaan. So dat führt dat God ons krijgt, der hemzelfde sticht der geleerd dat. Dat die werkelijk wordt, kunnen genoeg verstaan en werkelijk wordt het lijf aan dingen. So met mij van dat wat God dan omhingest nog aanzielen deed, we draaien naar Jeremia 29. Jeremia 29. Waar zegt God wat zijn ziel is, wat zijn verlangen is. Laat hij dan met zo'n roet pleksen. Jeremia 29, vers 14. Dan zo spricht der Herr. Wenn zu Babel 70 Jahre aus sind, so will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. So Gott hat uns alle erschaffen met een verlangen naar God, met een verlangen naar vrede, met een verlangen naar de vrijheid van Heer Jezus. Dus dat heeft hij ons alle erschaffen.
En der seine Gnade als in seine Dood, da schafft hij met jeder einen persönlich in Sieg, der bei Tod kriegen. Wat wundervoll. Toen je dood is Gott hat. En hij laat mij maar dingen toe, wat hij alle dit ziel. So hier, dat is Jeremia. Vers en waar het wordt. Vers en waar weer. Zegt hij, dat wordt 70 jaar zijn. En zegt hij, wat zijn ziel is. Dit is mijn woord ik. Dat wat laten passeren. En dit is waar ik nog aan wil. En hier werd het mich anrufen und hinjagen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Und so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will euer Gefängnis wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wiederum an diesen Ort bringen, von dem ich euch habe lassen wegführen. Und im Nieuwe Testament habe ich steht, wo es sagt, dat alles wat im Oude Testament passiert wird, dat alles im Vorbild passiert, omdat wir ze alle niet kennen. Maar ja, verstonden van aan. So dann nehme ich hier so, dit hier wat hier sagt, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und ich will jullie terugbrengen. Dan redt hij niet unbedingt bloos van, hij wil dat Israël moet terug door een Kanaan en stalen. Dat heeft nog een geestelijke bediening, wat vandaag voor ons wat bedienen dat. Van al die gebogenheden, van al die wat zin ons vasthield dat, van al die treurigheden, verdorvenheden, wat zin in de wereld ingebracht heeft, van al dat wil hij ons terug dragen. Want wie waren zijn hand en voeten? Want die waren aanvallen. Wil hij ons al dat uitdragen. Next, Jesaja 61. Het zijn een paar bekende versen van 1, 2 bij 3. En mijn gedanken, je hebt een klein betalen om 3 versen, dit maar als de eerste 2. Waar een titel type plus vers 3 lezen. Sie schaffen den Traurigen zu Zion, dass ihnen Schmuck für Asche, Freudenöl für Traurigkeit und schöne Kleider für einen betrübten Geist gegeben werde, dass sie ernannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzen des Herrn zum Preise. Wat bloß wie ihr schon in Epheser 1, wie wir erschaffen zu Lob seiner herrlichen Gnade. So, Gott will noch haben, dass seine Kinder, wanneer wel zijn kinderen betekent dat, dan zal ze op een te zijn krijgen, ja, deze de weer moet treurig, maar zet niet meer. Deze erleben wir een beetje zo, dat is een Osklampe. Want nu hadden een stromend leven. En de weer wordt treurig, maar nu is het de Rectum und Freudenoil, dat scheelt even. Schöne Kleider für betrübten Geist. Und steht, dass sie bloß traurig sind. Und sie sind umgebracht. Und so viel, dass sie sagen, Gott hat hier was getan. Gott hat diese Menschen freigekauft von der Verdorbenheit. Gott, der kann Menschen wahre Frieden und Erfüllung geben. Das ist, was soll bei rauskommen. So dat ihr zal terug naar God komen en de zijn zal we genießen. Next, Jesaja 53. Dat is de Heilstonbanen, wanneer we door het ganze Kapitel, wo jeder Vers even gaan. Als het einfach zum Staunen, wat er zoveel jaren, so ganz klar gesagt, wie wat er passieren worden, wat er komen worden. Dat er zo bestemd niet gefällt werden. Wo kunnen die Priester dat dan niet zijn? Wat ze de deiden. Da worden ze dat gedaan hebben, want ze het gezien hadden. Wo die Erlösung dann zijn passiert. Ja, we kunnen niet weten. God leidt het zo touw, dat we blind zijn. En God brak de blindheid. Toen Jezus wat gekritzig worden. En zijn ziel, ja, de gemeente. Zo wil hij zich herkrijgen. Sie fangen vers 1 an. Aber wer glaubt unser Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Wer komt er heen wat God wil? Wer kon beleeft de macht, de vrijheid, het leven?
wat God wel uit beiden. Dan redet je van dat, ja, Jezus wie hier, maar dat is een Jezus idee. En we kunnen dat niet zijn, dat dit irgendwas Besonderes van God geschenkt hier. Dat zo wieder Gerrit, man sagt, vers 5, hier waar. Trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Und redet von den Priester, sieht, der Priester taugt dat dit als een Gotteslaster, der Gott hat ihn hingestrofen. En ze erkennen dat niet. Dat deze Sünde tut, die gefragt haben. Aber ist unserer Missetat willen verwundet und unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hatten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. That's what God doet alles. Hij houdt het in ziel. Hij wil de mensheid raren. En hij wil er wat aanbieden. Ik heb je teruggeruid. Ik heb je gemaakt. Zoten had je gestolen. Ik heb je teruggekauft. Die zijn mijn liebesknechten worden. Ik heb je alles betoeld. Yes, de zin was betoeld. Ik heb het alle op me genomen. Want ik wil je terug hebben. Ik wil je in mijn gemeenschap houden. Dan vers 10 en 11 nog. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn sein Leben zum Schotopfer gegeben hat, so wird Samen haben und in die Länge leben und das Herrn vornehmen wird durch seine Hand fortjagen. So Gott hat het so geplant. Gott hat al verder wel grond gelegd hier. Entscheidt, hij wil de mensen losschepen. Ja, hij wist wat we zien brokken. Dat kost hem zeer veel. Maar hij wist wat hij had wil. En hij had het ijverig. Hij had het ijverig dat zien zeggen dat hier schreeuwen. Mijn God, waarom hast du uns nicht verlassen? Ik weet niet graag wat Jezus zich dan geveld heeft, maar ik weet wat ik niet verstelde wat dat meende. Dat Jezus had het van jij hij wist, dat hij wil zalen, de mens het erleuzen, hij wil zalen om iets te hebben. Maar had hij gewist, en schijnt het schwierig, hij praat om Garten, eigenlijk dat hij Garten, jetzt zijn we niet, of dat hij een andere weg weer, of hadden we niet, en hij ging. En hij wist je dat hij wil door abstonden. Want dit moment, als meine Verstellung, als hij schreef, mein Gott, waarom hast du mich verlassen? Hij kreeg dat gevoel, hij wordt voor alle eeuwigheid verloren zijn. Hij als de Zoon Gottes. Dat wordt mijn Verstellung, ja. En daarom eenmaal, rijdt aan met alle op. De hoopning rijdt hem op. Maar hij had het gewist, dat hij zal afstaan, dat doen. En daar hij stort und sagte nach einmal, Gott, ich befehle mein Geist in deine Hände. So, ich glaube, hij wist. Aber zijn gevoelens, zijn gemüt, sind jetzt so der, in meine Verstellung. Wieder sagt hier Vers 11. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der gerechte, viele gerecht machen, denn trägt ihre Sünden. Ik weet niet of jullie het Engels kennen. Maar hier, dit vers op Engels, voor mij is het door maar klaar. Voor hem lezen en verzekeren hem een beetje met erklären. He shall see the travail of his soul and shall be satisfied. So God bekijkt daarop am Kreuz. En hij zag wat zijn dat derg onder deed. Deze schrijkelijke kwal, door van God te verloten te zijn. En God zijn zorn over zin wordt tevreden. God heeft een zorn over zin. Die ging blootsterk dood te betonen. Die moest betoond. Die weet geen andere weg. Dan dat mensen kunnen voor God komen. Ohne zin betoond te worden. En zag het hier. Hij wordt tevreden. Satisfied. Wie sagt Fülle haben. So von da haben wir die Lehnheit, wann wir dort wählen, und tevreden stellen nach Gott zu denken. Dat is onze Lehnheit von da.
tot we God de ganze tijd naar hand schaffen, dat hij wil ons die gelegenheid bieden. En hij heeft dat verlangen genomen. En Klasse 1, vers 12 tot 14. Klasse 1, vers 12 tot 14. We reden van eeuwige zaad zijn onder het reich. Und dann sagt dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Hier ist so ein Wort bijna wat so interessant ist, net te denken. Tüchtig gemacht. Hij heeft ons werkelijk zo weer teruggesteld van onze verdorvenheid, dat hij dat zo naam dat we hadden capaciteit gekregen. Fresh. Hij werkelijk de capaciteit fresh gekregen, zodat het goed te komen van de Heilige im Licht. Welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Als ik klein weer abbossen deed, dat we in de tijd waar de States in Russland einmal zich abstellen, so zou je vriend werden. Dit zou je schafte, wer het dat bosigste wordt zijn, Bammenbuien en baas de Gretchen wordt hebben, en zo hadden ze tijd hebben van een andere angst. En Russland, je huis dat heet, de Gottesleugning. En in de States wordt zich Gott bezahlt betalen. En daar meinen onze erst nicht, dat de Staatse Regierung käme uns erst dat Reich Gottes zu was. Dat is niet wat ik meen. Maar ik kan het hier een beetje op zijn beeld brengen. En ik geloof van daar is het wiet geändert. Bij ons wonen ze niet, ik heb het willen lezen. Wanneer we de Russen zien worden hier, dan is mijn eindelijk, dan worden ze bij zeggen dat ze geloven dat ze deden vandaag bij dollar gaat betalen als de Staatse Regierung deed. Maar ik geloof de Staatse mensen worden dat niet wel toestaan. Maar anyway. Dan wird es so, die werden sich so gegen Eva. So eine steht wie hohe Verfallung, das Volk ist, das Landesvolk wie arm, wenn die so in der Dreck wären mit das Forms, dass die Regierung alle Forms indeed und alles indeed. En mensen gleich richtig Lohn krijgen en veel verhungerde bezien im Erzakkelklampen, wat ze zelf hadden bestaat gereist. Dat door bezien moesten ze verhungeren en ze hadden niet vrede van de Erzakkel te nemen, zum eten. En al zo'n übel ging te ver. Zo dat weer zo'n distre übel reicht. Zo wat mag je gevraagd. Wordt communistisch, wordt dat van scientisten uitgevangen of van politische mensen? En dan unbedingt van politische mensen, wenn die scientisten, die worden, de natuurkunde, die worden het eerst gaan aan de raad geproefd, maar ze doen het uitgevangen niet zelf. Zo maken de politische zijn niet wat. Anyway, zodat we een zeer distre tijd door in Rusland, een distre reich, en dan steeds door weer vrijheid. Mensen weer vrij. Ja, de HR sterke police force wat de ordning houden dat. En bij iemand aangehoorzaam is, die kon betalen, die waren straffen. Maar de mensen is maar vrij. En dat blij en boos en die kunnen schaffen en dat beschakken wordt. Kijk, zo hier, dan mag ik een beetje zo'n beeld, want dat het een zeer zwak beeld is. Dat Rusland, dat Distere Rijk, en steeds dat Tagenrijk, dat Rijk van Zones. En de deel wordt opgemaakt en wordt gevraagd, wat met? Dat wil zeggen, ja, en opkruipen. Dat was gemaakt. En dat heeft zo op. Dat is vrij. We kunnen hier niet vrij het land leven. Ja, dat land heeft ook zijn ordingen. Dus het Rijk Gottes ordingen heeft. Maar we niet wel vrij blijven. Dan blijven we even sogar dat vrij het land niet vrij. Maar de gelegenheid is rechtelijk door. Er staat wel hier zei, we hadden de gelegenheid in dit vrije land in te komen. So God, hij had een ziel, hij had een plan, hij checkt voorop, hij schoof voor de hand. En vandaar is de vraag van mij en voor die, heb je dat werkelijk geniest? Heb je dat vallens en genomen, wat hij zoveel gespend heeft, ons dat op te duiken? Of zijn we irgendwo sterk gebleven geweest? Of zijn we nog aan hem
dat gefallene Reich, de Verdorbenheit verder sind wird. Aber selber noch dat je sagt, dat we keine Glas in de Heiligkeit zijn, we bringen bloß noch nicht de Macht, dat uns te folgen. Aber wir haben das wirklich verlebt. Wir haben Vergebung angenommen, das ist ganz Tod, der Gott ist zufriedengestellt. Wir haben den Geist uitgegoten, du hast die Kraft bijna. Wir brauchen bloß die Stamm horchen folgen, dann haben wir immer Sinn siegen. Dann ist der Sinn durch in unserer Zeit. Jo, wir weiter dort. Das ist eine Welt, wo wir immer Probleme haben. Wo ich einmal dort vorbeikommen, aber wir kennen an der Friede Jesus Christus leben. Gott sei Dank. Aber Abstand mit dem. Als Herren Gott im Himmel, wir danken dir für so eine Geduld und so eine Weg, dass du hast die Wahl aufgedeckt. Von dort haben wir dem Lesen, wir haben studieren. Wir beleven dat zelfs en we zijn dat in deze wereld, ohne dat du in de zeil trekken des, ohne dat du dat naar halbs opdagen, dan hebben we dat helemaal ganz verstaan. En we zijn die dank, dat du trekken des. En du ons de hand geven des. Zoveel van ons, dat al zo in de herrlichkeit had kunnen beleven. En haar ons verlangen is, dat we daarop de weilig zijn, werkelijk die liebesknechten te zijn, die het lijf, maar in het hart, en heiligheid te dienen. Niet dat vergelijkelijkheid wat dat niet nur de zin leren deed, maar nur de dat wat dat das Reich deines lieben Sohnes, wo du verherrlicht, verherrlicht warst, wo wir den Reichtum, den himmlischen Reichtum können genießen, und wieder wirklich pflanzen des Herrn zum Preise können sein. Aber musst du uns nur, wir immer nicht, was du erst dort helfen, verstonen, das opdagen, und wie wir dort sind, ons moed geven, kracht geven, door bijna te alle tijd en alle omstandigheden die verrijdig te doen. Daarop bidden we, noem Jezus Christus. Amen. Nummer 351. O Gott, mein Gott, so wie ich dich in deinem Worte find, so bist du recht, ein Gott für mich, dein armes, schwaches Kind. So bist du recht, ein Gott für mich, dein armes, schwaches Kind. Wie bin ich doch so herzlich froh, dass du kein anderer bist, und dass mein Herz dich täglich so erkennt und auch genießt, und dass mein Herz dich täglich so erkennt und auch genießt. Ich bin voll Sünde, du voll Gnade, ich arm und du so reich. Ich Rat und hilflos, du hast Rat und Tat zugleich. Ich Rat und hilflos, du hast Rat und Tat zugleich. Ich seh dich zum und überwältigt, da bist du fern und nah. Und leg ich still die Hand aufs Herz und du bist auch da. Und leg ich still die Hand aufs Herz und
ist mir's herzlich lieb und wert, dass du bist, der du bist. Und alles, was mein Herz begehrt, bei dir zu finden ist. Und alles, was mein Herz begehrt, bei dir zu finden ist. Nou, we gaan een woord gehad over dat ziel wat de Heer heeft. En dat al voor de welgrond gelijk wordt. En dat is voor die wat in Christus Jezus zijn. Het bijzondere ziel. So, mag Gott dat woord segnen. So, wieder vielleicht noch nur uns mit dem Segen loben. Wir haben uns ein paar mitnehmen und sehen über die Apostelgeschichte. Und nun, liebe Brüder, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die heilig werden. Sei in Frieden, Loten.